Ja, mein Job ist, ich mische Fernsehsendungen. Das heißt, ich bekomme vom Videoschnitt verschiedene Tonspuren angeliefert, die ich so aufbereite, dass es eine sendefähige Mischung ergibt. Meine Kunden sind verschiedene Produktionsfirmen und ausgestrahlt werden die Sendungen hauptsächlich auf ATV. Das ist einer der großen österreichischen Privatsender. Angeliefert bekomme ich mehrere Tonspuren in einem AAF oder OMF-File, die ich dann in Pro Tools importiere und zusammenmische. Und abgegeben wird dann ein Stereo-File, das die fertige sendefähige Mischung enthält. Dazu kommt noch ein Clean Feed oder eine IT-Mischung, je nachdem, wie das verlangt wird. Also ein Clean Feed in dem Sinn, der hier meistens verlangt wird vom Sender, ist eine Mischung, die alles enthält außer Musik und Offsprecher. Das heißt im Endeffekt die gemischten, fertigen Set-Töne. Und das brauchen Sie, um Trailer zu erstellen und eigene Musik darunter legen zu können. Ich bekomme meistens das Video als Datei angeliefert in einer niederen Arbeitsqualität und sobald ich meine Mischung fertig habe, spiele ich sie auch genauso lang raus, wie das Video ist, damit der Cutter diese Datei, die ich ihm dann anliefere, genau unter sein hochauflösendes, fertig geschnittenes Video legen kann, der das wiederum dann auf Band, noch immer leider auf Band, ausspielt und an den Sender schicken kann. Bevor es mit der Mischung losgeht, führen wir noch eine Sprachaufnahme durch, und zwar mit dem Offsprecher. Der Offsprecher ist die Erzählerstimme der Sendung, die durch die Sendung führt und die eben nicht im Bild zu sehen ist. Bei einer Fernsehmischung geht es im Wesentlichen um zwei große Dinge. Das ist einerseits die Lautstärke und andererseits die Restauration vom Setton. Bei der Lautstärke geht es darum, alle Spuren auf ein Level zu bringen, dass man jeden gut versteht, dass die Musik nicht zu laut ist und dass der Offsprecher seinen Platz in der Sendung hat. Beim Einstellen der Lautstärke orientiere ich mich einerseits an meinem Gehör, andererseits benutze ich einen R128 Loudness Meter, mit dem ich einfach die Lautheit kontrolliere, die sich während der Sendung abspielt. Das heißt auch vom gesamten Material sowie von den Einzelspuren. Ich versuche die O-Töne zum Beispiel auf einem Level zu halten, damit man immer alles gut gleichmäßig versteht und der Zuschauer nicht immer zur Fernbedienung greifen muss. Den Offsprecher versuche ich ebenfalls auf einer Lautstärke zu halten. Der kann aber typischerweise lauter sein als der restliche Teil vom Programm. Die Musik ist eher, von mir aus gesehen, eher eine kreative Entscheidung, wie man die einsetzt. Die kann laut beginnen, sich in ein leises Musikbett umwandeln. Man kann die als Effekt verwenden oder wirklich nur als Hintergrund, als leisen. Zur Lautstärkeregelung verwende ich sowohl Clip Gain als auch die normale Lautstärkeautomation. Clip Gain verwende ich nicht nur, weil man gleich in der Wellenform sieht, wo man circa sich schon befindet mit dem Pegel, sondern auch deshalb, weil die Lautstärkeanhebung vor dem Kompressor, der in der Spur hängt, passiert, und so kann man eine gleichmäßige Kompression auf dieser Spur erreichen. Durch die Kombination von diesen beiden habe ich die Möglichkeit, an jeder Stelle zu entscheiden, ob ich eine starke oder nicht so starke Kompression erreichen will. Es gibt einfach Material, das nicht so starke Kompression verträgt. Da versuche ich eher mit der Lautstärkeautomation zu arbeiten, die nach dem Kompressor passiert. Es gibt aber auch Material, das einfach besser aufgenommen wurde, wie gesetzte Interviews. Die vertragen ruhig mehr Kompression, und da spare ich mir natürlich dann auch ein bisschen Arbeit beim Lautstärkepegeln. Was auch sehr viel Arbeit erspart, ist die Verwendung von Ducking. Ich verwende Ducking am Musikbus, um einfach die Musik in Abhängigkeit der Sprache und des restlichen Tons zu steuern. Das ist für mich eine grobe Lautstärkeeinstellung, die schon mal automatisch passiert. Fein einstellen tue ich dann nachher nach wie vor mit Lautstärkeautomation. Bei Offsprechern ist meistens der Fall, dass sie sehr geradlinig sprechen und eine gleichmäßige Lautstärke aufweisen. Bei manchen Sprechern, die sehr dynamisch sprechen, verwende ich einen Kompressor, der nicht nur die lauten Stellen absenkt, sondern eben auch in die andere Richtung arbeitet, das heißt die leisen Stellen etwas anhebt. Dadurch habe ich schon von vornherein, ohne viel automatisieren zu müssen, eine gleichmäßige Lautstärke. Bei der Restauration verwende ich in erster Linie EQing, das heißt, es kann passieren, dass das Mikro unter die Jacke rutscht, dadurch klingt es total dumpf. Das behebe ich zum Beispiel mit einer ganz einfachen Höhenanhebung. Oder man hat zum Beispiel Windgeräusche im Hintergrund oder
Rumpeln von irgendeiner Autobahn im Hintergrund, das kriegt man mit einem High-Pass-Filter super raus. Das sind aber eher diese Standard-Sachen, die man ganz einfach lösen kann mit einem EQ. Ich verwende ganz verschieden eingestellte EQs, je nach Szene. Bei heikeren Stellen, die wirklich in die Richtung von Tonfehlern, Mikrofonfehlern, Funkstreckenfehlern gehen, da verwende ich dann schon speziellere Tools. Ich verwende hauptsächlich das Isotope RX3 Bundle, das für Anwendungen wie Denoisen, Decrackeln, Tonknistern entfernen, solche Dinge funktioniert das einfach perfekt. Denoisen im Speziellen verwende ich dazu, um einerseits technisches Rauschen zu entfernen. Das kann auftreten bei einer zu geringen Aussteuerung bei der Aufnahme direkt. Dadurch ist der Rauschabstand schlecht von der Aufnahme. Wenn ich die dann mit Clip Gain bearbeite und laut mache, höre ich einfach das technische Rauschen. Das kann ich super bearbeiten mit dem Denoiser. Andererseits gibt es auch andere Noise-Quellen, wie zum Beispiel Hintergrundrauschen eines Baches zum Beispiel. Oder sogar Lärm in einer Bar. Zum Beispiel bei einem Interview in einer Bar habe ich den Hintergrundlärm, den einfach die Leute dort erzeugen. Selbst den kann ich als Noise definieren und absenken. Ein großer Punkt bei der Restauration ist auch die Entfernung von Tonknacksern und einfach Störgeräuschen. Das reicht von technischen Störungen wie Anstoß mit der Tonangel an der Wand, Funkaussetzern, Kabelbrüchen und so weiter. Aber es sind auch Störgeräusche, die am Set auftreten, so wie jemand spielt mit dem Kugelschreiber, jemand klappert mit seinen Ringen am Tisch, jemand schlägt gegen irgendwelche Gläser im Hintergrund. Wenn das im Bild zu sehen ist, ist das normalerweise kein Problem. Wenn im Bild nicht ersichtlich ist, woher ein Störgeräusch kommt, kann sehr wohl passieren, dass beim Sender, bei der technischen Abnahme, der sogenannten Qualitätskontrolle, die Mischung abgelehnt wird, obwohl das Geräusch, das zu hören ist, wirklich am Set aufgenommen wurde und es sich gar nicht um ein technisches Problem handelt. Es muss einfach ersichtlich sein, woher ein Geräusch kommt. Es muss eine Entsprechung im Bild geben. Bei der Entfernung von Störgeräuschen gibt es die zwei Fälle, dass das Störgeräusch auftritt, während gerade niemand spricht. Das heißt, da kann ich normalerweise mit einem normalen Schnitt oder mit einer Kopie von einer Atmo das Problem lösen. Wenn da gerade jemand spricht, das heißt, ich habe das Störgeräusch in einer Sprachaufnahme, da wird es schwieriger. Einerseits kann man das lösen, indem man normal in der Wellenform diese Spitze herauszeichnet. Wenn die Geräusche komplexer werden, eignet sich dafür sehr gut der Spectral Repair von Isotope, mit dem man auch viel kompliziertere Situationen lösen kann. Beim Spectral Repair kann man in der Frequenzansicht einfach ein Geräusch markieren und nur dieses herausfiltern, während man alle anderen Frequenzen, die sich zu diesem Zeitpunkt abspielen, stehen lässt und unbearbeitet lässt. Also zwei Plugins, die ich auch sehr viel verwende, ist das Declicker und das Decrackler-Modul. Beim Declicker-Modul funktioniert super für kleine Schmatzer und Knackser. Für was man es auch super verwenden kann, für was ich es auch oft brauche, ist dieses typische Handy-Klingeln, Handy-Störgeräusch, das in irgendwelchen Lautsprechern oder Mikrofonen aufgefangen wird. Man glaubt es nicht, aber das bekommt man super mit dem Declicker heraus und funktioniert perfekt. Für schwächere Klicks und Knackser, die der Declicker nicht herausbekommt, kann man das Decrackler-Modul verwenden, das selbst auch Barthaare, die am Mikro reiben, super herausbekommt. Falls ich beim Ausspielen der Sendung nicht unter Zeitdruck stehe, versuche ich die Sendung in die Session aufzunehmen und sie mir beim Ausspielen direkt nochmal live mit anzuhören. Einfach nochmal, um das gesamte Feeling der Sendung zu kontrollieren. Eventuell finde ich noch ein paar Tonfehler, eventuell fallen mir noch ein paar Lautstärke-Ungereimtheiten auf, die ich dann ausbessere, während ich die Sendung rausspiele noch. Der große Vorteil für mich, die Sendung in die Session aufzunehmen und nicht zu bouncen, ist der, dass ich, wenn ich Tonfehler entdecke, wenn ich Störgeräusche entdecke, wenn ich noch Fehler entdecke, ich kann jederzeit abbrechen, den Fehler ausbessern und genau an dieser Stelle sozusagen die Aufnahme wieder starten und weiter in die Session recorden. Der Unterschied zum Bounce ist das, der Bounce, den müsste ich einfach wieder neu starten und einfach alles, was schon passt, nochmal rausspielen. So kann ich dort beginnen, wo ich aufgehört habe und die Sendung einfach fertig ausspielen. Dabei zu beachten ist nur, dass ich
ein Stückchen vor dem Schnitt, den ich gemacht habe, wieder einsteige in die Session zu recorden, da dann die Kompressoren schon wieder dort sind, wo sie arbeiten und der Übergang beim Schnitt einfach gleichmäßiger ist.